Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya Shababs. Heute geht es um den französischen Serienmörder Guy George. Im Jahre 1991 bis 1997 tötete er und vergewaltigte er mindestens 7 Frauen. Im Zuge der größten Fahndungsaktion der französischen Kriminalgeschichte konnte er schlussendlich durch DNA-Beweise gefasst werden. Guy George wurde am 15. Oktober 1962 als Guy Repillon in Angers, Frankreich, geboren. Sein Vater George Cadworth war ein Soldat, der als Koch auf dem NATO-Stützpunkt arbeitete. Als er noch sehr jung war, wurde er von seinen Eltern verlassen und wurde vom französischen Sozialamt aufgenommen. Er wurde bei einer Pflegefamilie untergebracht und erhielt im Alter von 6 Jahren den Nachnamen Georges, um seine Adoption zu erleichtern. Daraufhin wuchs er in einer Familie mit 12 Adoptivkindern auf. Der junge George erhielt nie die Liebe, die Aufmerksamkeit, die Stabilität, die er brauchte, und zeigte schon bald eine gewalttätige und aggressive Persönlichkeit. Bei seinem ersten gewalttätigen Angriff im Alter von 14 Jahren versuchte George, einer seiner geistig behinderten Adoptivschwestern zu erwürgen. 2 Jahre später griff er eine seiner anderen Adoptivschwestern an. Um das Wohlergehen ihrer Familie zu gewährleisten, veranlasste seine Adoptivmutter, dass George zum französischen Sozialamt zurückkehrt. Erneut in einer Pflegefamilie untergebracht, konnte George seinen gewalttätigen Drang nicht kontrollieren und schlug am 6. Februar 1979 erneut zu. Er griff das Mädchen Pascal an und versuchte sie zu erwürgen. Ihr gelang jedoch die Flucht. Als er von seiner zweiten Pflegefamilie abgelehnt wurde, wurde George zunehmend depressiv und wandte sich zum Trost dem Alkohol zu. Ein Jahr später verletzte er 2 weitere Mädchen und wurde wegen Körperverletzung für 1 Jahr inhaftiert. Nach seiner Entlassung zog George nach Paris. Hier lebte er in besetzten Häusern im Osten der Stadt. Er beging Kleinkriminalitäten, um sein Leben zu finanzieren, trank ausgiebig und freundete sich mit jungen Leuten an, die sich für die linke Politik interessierten. 1 Monat nach seinem 19. Geburtstag begann George seine erste Vergewaltigung. Am 16. November 1981 griff er Nathalie, eine Nachbarin, an. Er vergewaltigte sie und stach auf sie ein. Im Glauben, sie hätte den Angriff nicht überlebt, ließ er von ihr ab. Doch Nathalie hatte ein Glück im Unglück und ging zur Polizei. George wurde nach dem Angriff auf Nathalie für nur 5 Monate inhaftiert. 1 Jahr nach dieser Aktion vergewaltigte er auf dem Parkplatz Violet und verletzte sie schwer. Auch sie ging zur Polizei und erstattete Anzeige. 1985 wurde er vom Schwurgericht von Meurthe et Moselle zu 10 Jahren Haft verurteilt. Aufgrund guter Führung wurde George gegen Ende seiner Haftstrafe tagsüber aus dem Gefängnis entlassen. George entdeckte eine junge Frau, die die Straße entlang ging. Es handelte sich um eine 19-jährige Studentin, die zufälligerweise wie sein erstes Opfer auch Pascal hieß. George folgte ihr nach Hause und packte sie, als sie ihre Haustür öffnete. Er hielt ihr ein Messer an die Kehle, drang ein, fesselte sie und vergewaltigte sie, bevor er ihr die Kehle durchschnitt und zusah, wie sie starb. 1 Woche nach dem Mord kehrte George seelenruhig ins Gefängnis zurück, als wäre nichts passiert. Am 4. April 1992 aus dem Gefängnis entlassen, beging er seinen nächsten Übergriff, für den er wieder in den Knast kam. Am 7. Januar 1994 griff George die 27-jährige Catherine Rock in einer Tiefgarage an, wo er sie vergewaltigte und ermordete. Nur 6 Tage später schlug George erneut zu. Seine Opfer war die Radiomoderatorin Annie Lee, die er am 13. Januar 1994 auf der Terrasse ihres Hauses vergewaltigte. Georges nächster Angriff fand am 8. November 1994 in der Tiefgarage des Hauses der 22-jährigen Elsa Bernardi statt, wo er sie vergewaltigte und tötete. Einen Monat später, am 10. Dezember 1994, vergewaltigte er und ermordete die niederländische Architektin Agnes Nischkamp. Das alles machte er in einem sehr kurzen Zeitraum. Die Medien begannen über einen Mörder in Ostparis zu berichten. Nach dem zweiten gescheiterten weiteren
weiteren Mordversuch, und zwar diesmal an Elizabeth O., vergewaltigte er und tötete er am 8. Juli 1995 die 27 Jahre alte Helena Franking in ihrer Wohnung. Es folgten 2 weitere Übergriffe an Magali und an Estella, die durch George ihr Leben verloren. Den Ermittlern war klar, dass mehrere ungelöste Verbrechen miteinander verbunden waren und dass sie möglicherweise einen Serienmörder jagten. Der Medienrummel um die Morde hatte in Pariser Bevölkerung Panik ausgelöst, aus gutem Grund. George wurde als Bestie der Bastille genannt, weil mehrere seiner Angriffe im Bastilleviertel stattgefunden hatten, dem berühmten Pariser Viertel der Revolutionszeit. Es war eine der größten Fahndungen in der französischen Kriminalgeschichte. Die Polizei fand George schließlich in Montmartre in Paris und verhaftete ihn am 27. März 1998 wegen Vergewaltigung und Mordes an 4 Personen. Es stellte sich heraus, dass die DNA von George mit allen 4 Tatorten sowie bei einer versuchten Vergewaltigung übereinstimmend war. Während der Untersuchungshaft wurde George mit DNA-Beweisen konfrontiert und er gestand 3 weitere Morde. Im Dezember 2000 unternahm George einen missglückten Fluchtversuch, nur wenige Wochen vor Beginn seines Prozesses. Er und 3 Mitinsassen hatten versucht, die Gitterstäbe ihrer Zelle zu durchsägen, wurden jedoch von Gefängniswärtern erwischt. Der Prozess begann am Montag, dem 19. März 2001. Obwohl Staatsanwältin Evelyn Lesser die DNA-Beweise sowie das nach seiner Verhaftung abgelegte Geständnis vorlegte, bekannte sich George vor Gericht in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Er widerrief sein Geständnis und behauptete, die Polizei habe ihn gefoltert und geschlagen, um es zu erlangen. 8 Tage nach dem Beginn des Verfahrens brach der Angeklagte jedoch in Tränen aus und gestand seine Taten. G. George wurde am April 2001 im Alter von 39 Jahren zur lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit auf eine Bewährung für 22 Jahre verurteilt. Ich finde, die Justiz hat hier in allen Punkten versagt. Wie kann man so jemanden immer wieder mit einem blauen Auge davonkommen lassen? Die Justiz ist dafür da, um Taten zu bestrafen und um die Menschen zu rehabilitieren. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung rein und was ihr davon haltet. Wie man hätte das verhindern können. In diesem Sinne, nee, heute ist mir nicht danach, deswegen tschüss mit Ü.